Das ist die Oberfläche der digitalen Personalakte auf Basis des ECM von mFiles. Hier oben befindet sich die Suchleiste für die Schnellsuche. Hier lassen sich Akten, Dokumente und Informationen so einfach wie in einer Suchmaschine finden. Im linken oberen Quadranten sind die dynamischen Ansichten, mit deren Hilfe sich die Inhalte wie in Ordnerstrukturen dynamisch anzeigen lassen. Das ist vor allem für Fans von Ordnern geeignet. Diese Ansichten lassen sich auch auf Nutzerebene einrichten. Links unten ist der Quadrant aktuellem Benutzer zugewiesen oder auch Postfach genannt. Dort tauchen alle Aufgaben, Dokumente und Vorgänge auf, die dem Nutzer zugewiesen wurden. Im rechten oberen Quadranten befinden sich alle Objekte, auf die der aktuelle Nutzer kürzlich zugegriffen hat, analog eines Suchverlaufs im Webbrowser. Im rechten unteren Quadranten befinden sich alle Dokumente, die bei dem aktuellen Benutzer in Bearbeitung sind und die er ausgecheckt hat. Über die Schnellsuche finden Sie Dokumente und Informationen so einfach wie mit einer Suchmaschine. Um die Suchergebnisse einzugrenzen, können Sie auf verschiedene Filter zugreifen. Die Dokumente lassen sich bequem über das Vorschaufenster ansehen. mFiles durchsucht bei der Suche auch den Dokumenteninhalt und markiert den Suchbegriff. Dasselbe Dokument finden Sie auch in der entsprechenden digitalen Akte über die dynamischen Ansichten. Zu jedem Objekt und jedem Dokument existiert eine Metadatenkarte. In dieser Metadatenkarte werden alle Informationen zu dem Objekt gesammelt. Diese Informationen sind zum Beispiel die Objektklasse, der Mitarbeitende, zu dem diese Akte gehört, die Zugriffsberechtigung, der Workflow und der Status im Workflow. Hier können Sie die Informationen auch bearbeiten und ergänzen. Das Highlight der digitalen Akten in mFiles ist die Aktenview. Das ist in etwa so, wie eine Akte aus dem Schrank zu holen. Auf dem Aktenrücken haben Sie alle Informationen zu der Akte auf einen Blick. Er ist wie alles in mFiles individuell konfigurierbar. Unter Dokumente haben Sie die Möglichkeit, Ihre gewohnte Registerstruktur 1:1 abzubilden. Im Hintergrund lässt sich definieren, welche Dokumentenart in den jeweiligen Registern abgelegt werden kann, um Falschablagen zu vermeiden. Hier können Sie jetzt im übertragenen Sinne durch die Akte blättern, die Dokumente öffnen und bei Bedarf mit wenigen Klicks ein neues Dokument erstellen oder ein bestehendes Dokument per Drag and Drop in der Akte ablegen. Zu jedem Aktentyp lassen sich Pflichtdokumente definieren. Hier haben Sie den Überblick darüber, ob gegebenenfalls noch Pflichtdokumente fehlen und können sie direkt erstellen, falls noch welche benötigt werden.